Moin Moin und herzlich willkommen bei 4M. Heute zeige ich euch, wie ich die Scheibenbremsen beim Fahrrad meiner Frau entquietsche. Dies kann in der Regel 3 Ursachen haben. Entweder liegt es an den Bremsbelägen, die sind entweder verglast oder verschmutzt, oder es liegt am Bremssattel, der nicht richtig bzw. nicht im richtigen Winkel auf der Scheibe sitzt, oder die Bremskolben im Bremssattel bremsen einseitig. Zunächst müssen wir die Schrauben vom Bremssattel lösen, wie hier im Bild zu sehen. Dazu lösen wir die obere und die untere Imbusschraube. Wenn das geschehen ist, können wir den Bremssattel auch schon lösen. Jetzt prüfen wir, ob die Bremstrommeln im Bremssattel auch beide gleich herausschauen. Sollte eine Bremstrommel weiter herausschauen, kann man versuchen, sie mit einem Gegenstand wieder hineinzudrücken. Und eventuell ist das Problem dann schon behoben oder man muss einen neuen Bremssattel kaufen. Bei mir sieht das alles sehr gut aus und ich fange an, die Bremsbeläge aus dem Bremssattel zu schrauben. Hierzu löse ich, wie hier im Bild zu sehen, die kleine Bolzenschraube und schaue mir die Bremsbeläge an. Und was muss ich feststellen? Die Beläge haben Flugrost. Das heißt, es sind Fremdstoffe auf den Belegen. Ich nehme etwas Schmirgelpapier und befreie die Bremsbeläge vom Flugrost. So, jetzt kann ich die Belege auch schon wieder in den Bremssattel setzen. Dazu nehme ich die Feder und die beiden Bremsbeläge und schiebe die Belege wieder zurück in den Bremssattel, nehme dann die kleine Bolzenschraube und schraube die wieder fest. Wenn das geschehen ist, kann ich den Bremssattel auch wieder in die Halterung schrauben. Dazu stecke ich den Bremssattel zurück, nehme die beiden Imbusschrauben und fixiere den Bremssattel wieder an der Halterung. Hier gilt zu beachten, dass der Winkel, wie der Bremssattel und die Bremsbeläge auf der Bremsscheibe sitzen, richtig eingestellt werden muss. Deswegen ziehe ich die Imbusschrauben nur leicht handfest, so dass ich den Bremssattel immer noch etwas bewegen kann. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Die Idee ist, dass die Bremsscheibe den Bremssattel, sobald sich die Bremsscheibe dreht, in Position bringt und dass man dann diesen Winkel fixiert. Also starte ich das Hinterrad und sorge dafür, dass die Bremsscheibe den Bremssattel in Position bringt, um dann den Bremssattel zu fixieren. Und es muss so fest angezogen worden sein, dass sich der Bremssattel nicht mehr bewegt. Jetzt nochmal ein Test, ob auch nichts schleift und siehe da, das Ganze ist auch schon erledigt. Ich werde euch noch die passenden Belege für die Tektro-Bremse in die Infobox schreiben.